Hallo meine Lieben, Tag 20 meiner Weihnachtskarten-Challenge. Heute arbeiten wir mit diesem Standset hier. Und was wir damit genau machen werden, das zeige ich euch gleich. Damit ihr seht, was wir mit diesem Stanzenset machen werden, das ist diese Karte hier mit so einem Goldglitzerpapier und ein Designpapier und eben dieser Sternstanze und noch ein Sentiment in der Mitte. Also für die Karte brauchen wir Folgendes. Wir hatten gesagt, ne, dieses Stanzenset, und hier nehme ich effektiv diesen Stern, wo ich mitarbeite. Dann brauchen wir, wie immer, Basiskarte ist bei mir ein 20 cm mal 14,8 cm, gefalzt bei 10,5 cm. Dann eine Mattung und die ist 0,5 cm kleiner. Ihr seht, heute wird es glitzerig, ne? 14,3 cm mal 10 cm, das ist das. Dann brauchen wir ein Stück vom Designpapier. Da könnt ihr einfach was nehmen, was euch am besten gefällt. Ich dachte hier mit diesen Goldelementen, das passt eigentlich ziemlich gut. Und da habe ich genommen 7 cm mal 13,8 cm. Und dann braucht ihr noch 2 Stück. Eines, um drauf zu stempeln und es dann auszustanzen. Und hinter das Element, wo wir drauf stempeln, stanzen wir auch noch einen Kreis aus. Und der kommt dann, das machen wir mit dem hier. Dann haben wir für das Stempeln verwende ich ein Stempelset, was wir auch schon hatten bei der Weihnachtskarten-Challenge. Das ist dieses Wishing You Joy. Das nehmen wir, und dann brauche ich von diesem Standset eben genau für den Spruch, und um das zu hinterlegen, brauche ich diese 2 Kreise. Was wir als erstes kurz machen, ist zu stempeln. Dann können wir nämlich das Stempeltool weglegen und können mit der Big Shot arbeiten. Stempeln werde ich mit der STAZON, weil ich will da ja nachher nichts mehr kolorieren. Von dem her funktioniert das sicher am besten. Dann, wie gesagt, brauchen wir die Big Shot. Ich klebe mir die Stanze jeweils einfach auf das Papier drauf und dann verrutscht es dann auch nicht. Dann stanze ich auch, wie gesagt, gleich noch einen Kreis aus diesem Goldpapier aus. Jetzt habe ich euch tatsächlich noch etwas unterschlagen. Wir brauchen natürlich auch noch ein bisschen Papier. Ich mache das auf dem weißen Papier, um diesen Stern auszustanzen. Und jetzt ist das ja ein ziemlich filigranes Element. Und ich weiß bei dem, weil ich das schon mehrmals verwendet habe, dass es immer ein bisschen schwierig ist, dass es wirklich gut schneidet. Und deshalb verwende ich hier so das von einem Verpackungsmaterial, und das lege ich einfach unter das Papier drunter. Und dann gewinnt das Ganze noch mehr an Höhe und es schneidet dann auch sauberer aus. So, und somit, das hat es jetzt wirklich super gut ausgeschnitten. Ihr seht, das lässt sich wunderbar lösen. Von dem her, ich löse das kurz raus und dann stanze ich das Ganze noch einmal, weil ich will den so ein bisschen verstärken, und deshalb werde ich 2 von diesen übereinander kleben.
Und am einfachsten, um das Ganze rauszulösen, geht es mit so einem Picking-Tool. Dann könnt ihr einfach in die Aushöhlung reinstechen und dann löst sich das wunderbar raus. Und wenn ihr das ausgestanzt habt, dann habt ihr 2 von diesen und 2 von diesen. Die haben sich, kann man rauslösen. Mir ist das so jetzt aber ein bisschen zu filigran und deshalb nehme ich hier noch eine Stanze von 1,6 cm Durchmesser. Einfach um so einen Taler auszustanzen. Und ich werde eines dieser Elemente, werde ich da wieder einfügen. Ich drehe es kurz um und ich klebe das effektiv mit diesem Taler, klebe ich das fest. Das heißt, ich gebe hier Flüssigkleber drauf, das ist von diesem Zementitkleber. Dann lege ich mir den inneren Stern mittig so drauf. Und kann dann dieses Element wunderbar drumherum legen. Wunderbar ist übertrieben. Es ist ein bisschen Gefriemel, aber es sollte sich dann doch relativ einfach einfügen. So. Et voilà. Somit habe ich ein Element, das ein bisschen weniger sich hin und her bewegt und dann geht es auch einfacher, um das jetzt oben drauf zu kleben. Und das wird jetzt wirklich ein Gefriemel, weil ich muss diese ganzen dünnen Linien quasi nachführen mit dem Flüssigkleber. Aber naja, basteln ist basteln, ne? Ihr habt gesehen, ich habe am einen Ende angefangen und gehe jetzt einfach ringsum und klebe es ein Stück nach dem anderen auf das andere drauf. Jetzt sieht es in der Mitte, sieht es natürlich nicht so super aus, aber das spielt nicht wirklich eine Rolle, weil hier kommt sowieso der Taler oben drauf. Und jetzt können wir eigentlich schon hingehen und anfangen, die Karte zusammenzukleben. Da müsst ihr einfach gucken, ne, wo geht die Karte auf diese Seite. Ich will es auf der, quasi, wenn die Karte so aufgeht, will ich es auf dieser Seite hier drüben haben. Dem müsst ihr ein bisschen mehr Zeit geben zum Anziehen, weil dieses Glitzerpapier saugt den Kleber nicht ganz so doll auf, wie das mit einem normalen Papier ist, aber wenn er dann mal angezogen ist, dann passt das. So, was wir auch noch mit Flüssigkleber machen, ist den Spruch hier auf den Taler zu bringen. Und dann auch in der Mitte hier mit dem Flüssigkleber, um das hier drauf zu kleben. Pinzette, ne, ihr kennt mich mittlerweile, ich arbeite einfach gerne mit der, weil ich das Ganze dann besser sehe, als wenn mir da meine Finger noch im Weg sind.
Und das Ziel ist wirklich, dass es nur in der Mitte klebt und außen so ein bisschen aufsteht, damit das auch noch eine Tiefe kriegt. Und das hier selber, das machen wir nicht mit dem Flüssigkleber drauf, sondern da nehmen wir Dimensionals, dann kommt der Stern unten noch ein bisschen schöner zur Geltung. Dann könnt ihr diesen Goldtaler immer noch so ein bisschen nach oben biegen, damit es dann Abstand auch gibt zum unteren Stern. Das war es dann eigentlich auch schon, was ich euch zeigen wollte. Vielleicht noch, damit ihr wisst, woher ich dieses Papier habe. Ich werde es natürlich in die Links stellen, aber das eine ist hier so ein, den richtigen Weg rum, ein Designpapierblock von Coop. Das sind 230 Gramm Papier. Da habe ich einfach ein Element rausgenommen. Das sind diese hier. Und das Glanzpapier, das habe ich effektiv auch von Coop. Die waren dieses Jahr echt sensationell mit Bastelpapier. Das ist ein A4 Glitter Cardboard Block, wo das Ganze in Silber, Gold, Rot, Grün und Blau drauf ist. Da hat es doch einiges, was man verbasteln kann. Somit war es das für heute auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzubasteln. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die habe ich euch unten in die Links reingestellt. Wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten und wir sehen uns morgen wieder. Bis bald!